Wenn ihr dieses Video anschaut, dann habt ihr euch wahrscheinlich die gleiche Frage gestellt wie ich am Anfang, als ich meinen Garten angelegt habe. Wann soll ich die Tomaten aussehen? Wann ist der beste Zeitpunkt für den Start der Voranzucht der eigenen Tomaten? In diesem Video lege ich euch alle Fakten auf den Tisch, die ich auf den deutschen, russischsprachigen und englischsprachigen Kanälen, YouTube-Kanälen, aber auch anderen Informationsquellen, versteht sich, finden konnte. Am Ende des Videos werde ich eine Formel euch an die Hand geben, mit der ihr für jeden Fleck der Erde den optimalen Zeitpunkt berechnen könnt. Die Frage, wann soll ich die Tomaten aussehen, ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Aber mein Kanal würde seinen Zweck verfehlen, wenn ich euch keine Struktur entwickelt hätte, wie jeder von euch die Frage für sich selbst, für seine eigenen Bedingungen beantworten könnte. Zuerst schauen wir uns erstmal an, welche Temperaturen die Tomaten benötigen und was passiert, wenn sie nicht eingehalten werden können. Danach präsentiere ich euch meine Formel, wie jeder von euch den besten Aussaatzeitpunkt für sich selbst berechnen kann. Egal, ob die Tomaten im Freiland oder im Gewächshaus am Ende stehen werden. Ach, und übrigens, wenn ihr wissen wollt, was alles für die Tomatenaussaat notwendig ist, dann schaut euch dieses Video an. Da habe ich für euch alle Infos zusammengefasst. Gut, dann schauen wir uns nun erstmal an, welche Temperaturen die Tomaten für welche Phase ihres Lebens benötigen. Temperatur für die Keimung, die beträgt so 20 bis 24 Grad. In diesem Video erzähle ich auch was dazu. Nach der Keimung bis zum Auspflanzen benötigen die Tomaten ca. 18 bis 20 Grad. In der Wachstumsphase, da kann man unterscheiden zwischen Minimum, Optimum und Maximumtemperatur. Minimum liegt bei 13 Grad, optimale Temperatur zwischen 18 und 25 Grad. Und die 45 Grad Celsius sollten auf jeden Fall nicht überschritten werden. Was da genau passieren wird, wenn die 45 Grad Maximum überschritten werden, zeige ich euch in diesen Bildern. Also bitte auf keinen Fall nachmachen. Die Temperatur für die letzte Ernte beträgt so um die 5 Grad. Natürlich fallen. Bei der Nachreife im Haus, also die Tomaten kann man ja ernten, noch grün ernten und dann zu Hause nachreifen lassen, da sprechen wir von ca. 18 bis 20 Grad. Das wäre das Optimum, damit die Tomaten gut nachreifen. Bleibt bis zum Schluss dran und ich werde euch am Ende des Videos zeigen, was passieren kann, wenn die Tomatenpflanzen Extremtemperaturen ausgesetzt werden. Das ist nämlich mein neues Experiment. So, jetzt wissen wir, welche Temperaturen für welche Wachstumsphase wir bei den Tomaten benötigen. Uns interessiert natürlich das Minimum für die Wachstumsphase, also die 13 Grad. Als nächstes sollten wir noch in Erfahrung bringen, wann welche Temperaturen in eurer Region zu erwarten sind. Also, als ich neu nach Sachsen gezogen bin, wusste ich noch nicht, welches Klima mich da genau erwartet. Ich wusste zwar, ja, das ist mildes Klima, milder als in Bayern, aber was heißt das schon? Was heißt das ganz genau? Also habe ich recherchiert und festgestellt, dass für jede größere Stadt ein Wetterrückblick existiert. Daher können wir anhand der Wetteraufzeichnung für jede Region den geeigneten Zeitpunkt zum Auspflanzen bestimmen. Für Sachsen würden wir die Temperaturen auf dieser Seite finden. Hier auf dieser Seite ist schön tabellarisch dargestellt, welche Temperaturen zu welchem Zeitpunkt im Schnitt zu erwarten sind. Jetzt müssen wir nur noch die Besonderheiten der jeweiligen Sorte berücksichtigen. Und schon ist unsere Formel fast fertig. Also, alle Sorten unterscheiden sich nach der Dauer zwischen der Keimung der Samen, bis die ersten Früchte sich ausbilden bzw. reif werden. Es gibt also super frühreife Sorten, da beträgt die Kulturdauer zwischen 80 und 90 Tagen. Dann gibt es die frühreifen Sorten, da sprechen wir von 90 bis 100 Tagen, die mittelfrühreifen und die mittelspätreifen Sorten, da sprechen wir von 100 bis 115 Tagen und die spätreifen Sorten, da sprechen wir von 115 bis 130 Tagen. Zu welcher Kategorie eure Tomaten gehören, könnt ihr ganz einfach selbst berechnen, falls es auf der Samenverpackung von den Tomaten nicht konkret angegeben ist. Einfach den Abstand zwischen den angegebenen Aussaat, also hier Aussaat ab Mitte Februar bei der Sorte Slivovidne bis zum Zeitpunkt der Ernte, Ende Juni ist hier angegeben, ausrechnen. Das sind bei mir 4,5 Monate. 4,5 Monate mal 30 Tage pro Monat sind 135, also eher eine späte Sorte ist es. Daraus ergibt sich dann das Mindestalter der Pflanzen beim Auspflanzen. Die frühen Sorten, die sollten zwischen 40 und 50 Tage alt sein, bevor sie ausgepflanzt werden. Mittelreife Sorten sollten 50 bis 60 Tage alt sein, bis sie ausgepflanzt werden. Spätreife Sorten, wozu dann Slivovidne gehören würde, 60 bis 70 Tage.
Jetzt haben wir endlich alle Unbekannten beisammen. Wir haben den möglichen Auspflanztermin je Region bestimmt. In meinem Fall ist es beispielsweise 19.05. und wir wissen, zu welcher Gruppe die jeweilige Sorte angehört. In diesem Fall ist es die spätreife Sorte, also muss die Slivovitna mindestens 65 Tage alt sein, bevor ich sie auspflanze. Das heißt, der 15.03. wäre der ideale Zeitpunkt, wenn ich diese Tomate ins Freiland auspflanzen möchte. Einige von euch werden jetzt sagen, und was ist jetzt mit meinem Gewächshaus, wann soll ich da bitte die Tomaten auspflanzen? Auch das ist überhaupt kein Problem. In meinem Fall beträgt der Unterschied zwischen Bodentemperatur im Gewächshaus und im Freien ca. 3 Grad. Das habe ich so oft schon nachgemessen. Einfach mal in der Früh rausgehen, bevor die ersten Sonnenstrahlen das Gewächshaus erreicht haben und mal den Unterschied messen. So, dann suche ich mir ein Datum in der Wetteraufzeichnung, das mindestens 10 Grad beträgt, also danach konstant auch bei mindestens 10 Grad bleibt. Weil wir wollen ja in Summe 13 Grad, mindestens 13 Grad erreichen. Der Temperaturunterschied beträgt 3 Grad, die Mindesttemperatur 10 Grad, also habe ich damit meinen optimalen Zeitpunkt für die Auspflanzung der Tomaten im Gewächshaus. Wenn ich das Datum gefunden habe, wende ich wieder die gleiche Formel an. Möglicher Termin zur Auspflanzung laut Wetteraufzeichnung minus je nach Sorte benötigte Kulturdauer, schon habe ich meinen Aussaattermin. Ich hoffe, ich konnte in diesem Video eure Frage abschließend beantworten, wann nun die Tomaten ausgesät werden. Schreibt mir unten in die Kommentare, falls ich noch auf die eine oder andere Sache genauer eingehen sollte. Wenn euch das Video gefallen hat und ich euch wirklich helfen konnte, würde ich mich über einen Daumen hoch riesig freuen. Und im nächsten Video zeige ich euch einige Methoden, wie man die Tomaten trotz niedriger Außentemperaturen ins Freie auspflanzen kann und das noch vor den Eisheiligen, ohne riesen Aufwand daraus zu machen. Damit ihr das Video nicht verpasst, abonniert meinen Kanal. Dann wird ganz sicher nicht schief gehen. Endlich kommen wir zu unserem Experiment. Ich habe hier insgesamt 3 Tomatenpflanzen, das sind 3 San Mazzanos, sie sind alle im gleichen Alter von 44 Tagen und sind auch ungefähr alle gleich groß, von ca. 14,5 cm. Ich habe versucht, das Ganze auch noch irgendwie zu dokumentieren, indem ich das Video ununterbrochen einfach ablaufen lasse, aber dementsprechend ist natürlich die Qualität des Videos, tut mir leid, Leute. Ja, jedenfalls, eine der Pflanzen wird bei mir im Gewächshaus einziehen. Hier werden wir auch gleich noch die Temperaturen im Gewächshaus sehen, beziehungsweise auch Temperaturen, die uns erwarten werden. Das heißt, wir haben hier 4.3. heute und die Temperaturen sehen nicht so rosig aus, also zumindest die Wettervorhersage sagt uns, dass wir auf jeden Fall auf Minustemperaturen uns einstellen sollten. So, jetzt haben wir hier auch noch die Bodentemperatur gesehen, die liegt bei 9,7 Grad. Und genau, also hier nochmal der Nachweis, die Tomate wird tatsächlich hier eingepflanzt und wir werden einfach die Tage dokumentieren, was mit dieser Tomate passiert. Die andere, die zweite Tomate, die bleibt bei mir weiterhin in der Growbox, das heißt, sie bleibt weiterhin unter unveränderten Bedingungen wachsen und gedeihen. Ja, und ich bin ja nicht so ganz herzlos gegenüber meinen kleinen Tomaten. Ich kann es auf jeden Fall nicht übers Herz bringen und die ungeschützt einfach so stehen lassen. Ich werde alle 2 Tomaten, die eine Tomate, die im Gewächshaus steht und die eine Tomate, die im Freiland steht, die sehen wir hier jetzt, werde ich beide mit doppeltem Vlies zudecken. Das Vlies ist 30 Gramm pro Quadratmeter, wenn ich mich nicht täusche. Und im Prinzip ist es sehr schnell gemacht. Auch hier sehen wir nochmal den Nachweis, dass wir hier immer noch am 4.3. uns befinden und die Temperaturen haben sich kaum verändert. Die Wettervorhersage bleibt nicht so gut. Nichtsdestotrotz werde ich diesen Test durchführen. Hier sehen wir, naja, ich bin ja in so sehr in meine Würmer verliebt, dass ich keine Sekunde auslasse, um sie allen zu zeigen. Das hoffe ich, verzeiht ihr mir. Gut, wir sehen hier, dass ich die Tomate tatsächlich eingepflanzt habe und versuche jetzt mit allen Kräften sie auch noch draußen zu schützen, wenigstens ein bisschen. Genau. Das sind ganz normale alten Dachschindel, die ich dabei verwende und wieder Vlies doppelt übereinander geworfen. Also, wenn ihr wissen wollt, wie das ganze Experiment ausgeht, nicht vergessen, meinen Kanal abonnieren und wir sehen uns bald. Also, bis dann, bleibt grün!